Hallo, heute möchte ich euch mein neues Add-on für den Pi-Waka Waka Blog zeigen. Ihr könnt euren Blog damit erweitern und so ganz flexibel in allen möglichen Quilting- und Patchwork-Projekten einsetzen. Los geht's! Vielleicht habt ihr schon mein neues Schnittmuster, den Pi-Waka Waka FPP Blog, entdeckt, der letzte Woche rausgekommen ist. In dem Blog, in dem 15-Inch großen Blog, sitzt ein Pi-Waka Waka oder auch Fantail genannt, auf einem Ast oder auf einem Seil, je nach Interpretation. Und damit wir nun diesen Blog auch in allen möglichen Patchwork-Projekten einsetzen können und auch in Quilts, habe ich mir überlegt, macht ein Add-on Sinn, wo eben dieser Ast fortgesetzt wird und ihr so die Breite eures Astes maximal flexibel anpassen könnt. Die Idee ist mir gekommen, als diese Tasche fertig war. Da habe ich meinen allerersten Testblock vernäht und ihr seht, der Ast ist hier abgeschnitten und ich hätte es so schön gefunden, wenn der fortgesetzt werden würde. Deswegen habe ich dieses Add-on fertig gemacht, damit ich diesen Quilt hier fertigen kann. Ich ziehe ihn mal hier so rüber. In diesem Quilt gibt es ganz viel Himmel, ganz viel Negative Space, aber in der Mitte sind eben zwei Pi-Waka Waka Vögel, die sich anschauen, und ich wollte unbedingt, dass der Ast einmal quer von rechts nach links durch den Quilt läuft, und ja, mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und ich habe mich entschieden, eben genau dieses Add-on nun der Vorlage zuzufügen. Das heißt, ab sofort, wenn ihr die Vorlage kauft, ist dieses Add-on mit dabei. Habt ihr die Vorlage bereits vor Veröffentlichung des Add-ons gekauft, müsstet ihr in eurem Postfach eine weitere Download-E-Mail haben, wo eben genau dieses Add-on direkt mit dabei ist. Bei mir sprudeln jetzt die Ideen. Ich würde am liebsten einen Quilt machen, nein, ganz viele Quilts machen, mit ganz vielen Ästen oder Seilen quer durch den Quilt, mit Vögeln in unterschiedlicher Orientierung eben auf dem Quilt. Man kann da so kreativ sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr daraus macht. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr dieses Add-on, diese Vorlage am besten nutzen könnt. Es ist tatsächlich sehr, sehr simpel. Theoretisch gesehen müsste es gar nicht per FPP genäht werden. So haben wir aber definitiv ein ganz genaues Ergebnis. Die Vorlage sieht in etwa so aus. Kann sein, dass der Text mittlerweile ein bisschen anders aussieht, weil ich das Dokument noch nicht ganz fertig gemacht habe zum Videodreh. Aber in etwa so sollte es aussehen. Eine Vorlage hat zwei Teile, einfach weil ich die Höhe nicht auf einem Blatt bekommen habe, die jetzt als allererstes einmal zusammengesetzt werden müssen. Ich starte mal gerne damit, mir meine Seite hier, mein Teil hier, ein wenig kürzer zuzuschneiden. Ganz grob, das reicht. So kann ich das ein bisschen einfacher handeln. Wir nehmen nun ein Teil, egal welches, schnappen uns unser Patchwork-Lineal und den Rollschneider, den ihr auch, oder die Klinge, die ihr auch für Papier nutzen mögt. Also ich habe da immer zwei in Einsatz, einmal einen für Papier und einmal einen, der nur Stoff schneidet. Und schneidet entlang der Markierung einmal die Vorlage zurück. Jetzt nehmt ihr euch eure Vorlage, schnappt euch eine Rolle Washi. Ich nutze tatsächlich am allerliebsten Washi-Tape. Tesafilm ist schwierig mit Bügeleisen, weil wir teilweise auch darüber über unsere Papiervorlage bügeln. Klebstoff nutze ich nicht so gern, weil ich Angst habe, dass die Nadel verklebt. Aber mit Washi könnt ihr, kann echt nichts schief gehen. Jetzt legt ihr eure abgeschnittene Vorlage überlappend hier dran, sodass sich eben genau alle Linien ganz genau treffen. Ja, einfach so. Und jetzt könnt ihr das Ganze einmal mit Washi zusammenkleben. So ist euer erstes Teil schon mal fertig. Jetzt ist es aber so,
dass je nach Projekt, das ihr plant, braucht ihr Streifen, die größer oder auch kleiner sind als die 6 Inch. Moment, ich muss gerade nochmal nachmessen. Genau, 6 Inch. 6 Inch breit habe ich die Vorlage gemacht. Ja, also ihr braucht eventuell Teile, die größer sind oder kleiner sind. Dann müsst ihr eure Vorlage entsprechend erweitern. Ich habe zum Beispiel für meinen Quilt eine 8 Inch Vorlage benötigt. Dafür müsst ihr euch dann nochmal eine weitere Vorlage ausdrucken und die als allererstes mal genauso zusammensetzen. Das mache ich jetzt einmal. Und jetzt müsst ihr noch eure beiden Vorlagen zusammenfügen, um sie zu verbreitern. Dafür schneide ich jetzt eine der Vorlagen einfach entlang der durchgezogenen Linie. Also ich schneide die Nahtzugabe und das überstehende Papier ab. Schneide ich das hier einmal zurück. Und jetzt lege ich meine zurückgekürzte Vorlage hier genau auch an die durchgezogene Vorlage an. So. Und klebe auch das mit Washi zusammen. So, nun habe ich eine insgesamt 12 Inch breite Vorlage. Jetzt brauche ich aber 8 Inch. Das heißt, ich schneide mir wiederum diese Vorlage nun auf 8 Inch zurück, wobei Nahtzugabe nicht vergessen. Ja? Mit Nahtzugabe sind es dann 8,5 Inch, ausgehend von der Nahtzugabe hier auf der Seite. Und dann habe ich hier auf der anderen Seite, brauche ich natürlich auch noch Nahtzugabe. Deswegen lege ich das Ganze jetzt hier an bei 8,5 und schneide meine Vorlage einmal so gerade zu. Es ist natürlich auch möglich, meine Vorlage hier jetzt ein bisschen breiter zu machen und dann erst beim Zurückschneiden des Blockes das Ganze auf 8,5 Inch Breite zuzuschneiden. Kommt so ein bisschen auf euren Workflow an und so weiter und so fort. So ist es auf jeden Fall sehr stoffsparend. Was ich mir jetzt natürlich merken muss, ist, dass, wenn ich das Ganze zurückschneide, nachdem ich meinen Stoff aufgebracht habe auf der Rückseite, dass hier so eine unsichtbare Linie hier ist. Also hier ist meine Nahtzugabe mit drin. Hier sehe ich sie zwischen gestrichelter Linie und durchgezogener Linie. Hier natürlich nicht, ja. Ja, aber diese Vorlage kann ich jetzt ganz genau so nutzen wie alle meine anderen FPP-Vorlagen. Ich knicke mir das Ganze einmal vor. So. So, jetzt habe ich 3 Felder, die ich mit Stoff fülle. Das Ganze wird zurückgeschnitten. Und dann kann ich diese Teile einfach an meinen Block rechts und links anbringen. Dieses überstehende Teil kann ich jetzt auch für weitere Blöcke nutzen. Ich brauche ja zum Beispiel für meinen Quilt, habe ich rechts eine Ergänzung gebraucht und links. Das heißt, ich habe das einmal gemacht und dann habe ich dieses Teil und eine weitere Vorlage dazu genutzt, die andere Seite vorzubereiten. Braucht ihr insgesamt nur ein sehr kleines Stück, dann könnt ihr auch einfach nur eine Vorlage ausdrucken und eben die dann kleiner zubereiten. Braucht ihr sehr lange Stücke, setzt ihr euch zum Beispiel einen Quilt zusammen, wo auf einer Seite ein Vogel ist und dann wollt ihr eine ganz lange Stange, die ausläuft, dann würde ich euch empfehlen, euch eine gewisse Maximalbreite zu setzen, zum Beispiel 2 Blöcke so zusammen und dann setzt ihr euch mehrere davon zusammen und näht diese dann mit regulären Patchwork-Techniken zusammen. Es ist ziemlich schwer, so ganz große, ganz lange Papierteile durch die Nähmaschine zu bewegen. Da könnt ihr dann besser die Einzelteile hinterher nochmal zusammensetzen. In dem Add-on
habe ich euch aufgeschrieben, wie die Maße sind, um eben so ein Kinderquilt oder auch ein 1x1 Meter Babyquilt in dem Stil zu nähen. Da könnt ihr also reinschauen. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt maximal flexibel eure eigenen Quilts oder andere Projekte planen mit euren Vögeln. Mal sehen, vielleicht gibt es ja auch irgendwann nochmal einen weiteren Vogel oder mehrere in meinem Shop und dann könnt ihr ein Quilt mit vielen verschiedenen Vögeln nähen. Aber erstmal jetzt viel Spaß mit dem Pi Waka Waka und dem Add-on. Alle wichtigen Links setze ich euch unter dieses Video. Vergesst nicht, wie immer, Daumen hoch und dem Kanal folgen, damit mich möglichst viele Leute finden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.